billigerwohnmobile-kaufen.de. Wir haben die Seite noch gar nicht am Start, Andreas, und drehen heute am 27. Juni 2022. Immer mehr Reisemobile werden dir angeboten. Warum? Ja, ganz einfach, weil wir ein paar tolle Videos gemacht haben. Das zum einen. Und zum anderen gibt es wirklich viele Leute auch zum Teil, die sich ein neues Reisemobil kaufen wollen, der Händler aber das Auto nicht eintauschen möchte. Oder es gibt auch tatsächlich Leute, die der Meinung sind, naja, Corona ist vorbei, Wohnmobil haben wir die Urlaubszeit toll mit überbrückt und jetzt geben wir es wieder ab. Und das sind junge Gebrauchte, die da auf uns zurollen. Und das sind genau die Autos, die wir hier brauchen. Wir wissen alle, dass im Moment die Neuwagenherstellung, ich sag mal, etwas schleppend läuft und von daher natürlich auch die Handelsplätze relativ überschaubar sind zurzeit. Ja, das Ganze ist, du trittst da stark ins Obligo. Das heißt, jedes Auto, was hier angeboten wird, ist persönlich in deiner Werkstatt überprüft worden. Du hast Meister beschäftigt? Ganz genau. Wir haben mehrere Meister beschäftigt. Das ist tatsächlich so. Schreinermeister, Mechatronikermeister. Und die Fahrzeuge werden alle überprüft, wenn sie reinkommen. Das heißt, wir machen erstmal auf Grundlage der Beschreibung des Kunden, wenn er jetzt erstmal von weiter weg kommt, irgendwo Mitte Deutschland oder so, machen wir eine Preisfindung, ein Angebot fürs Fahrzeug und sagen das dann auch verbindlich zu. Und wenn das Fahrzeug dann hier ist, wird es natürlich nochmal überprüft, ob die Dinge, die der Kunde uns avisiert hat, also an Ausstattung und natürlich auch Schadensbeschreibung, ob das genau auf das Objekt übereinpasst. Und wenn das dann so ist, dann wird das Auto auch dann ohne Wenn und Aber genau für den Preis angekauft. LMC, da kann man nicht viel falsch machen, habe ich gelernt, wird in Deutschland gebaut? Genau, der LMC Breezer ist ja, ich sag mal, eine Cash-Cow aus der LMC-Gruppe halt. Und hier jetzt in der Ausstattung Sportline ist ein sehr schönes, interessantes Fahrzeug, teilintegriert mit einer Gesamtlänge von 6,80 Meter und einer Höhe von 2,70 Meter. Ist das ein sehr kompaktes Fahrzeug mit längs Einzelbetten, Heckgarage. Also da ist man schon ganz gut mit unterwegs und vor allen Dingen extremst mobil im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, es gibt eine Story zu dem Auto. Der wurde quasi gegen ein neues Fahrzeug eingetauscht. Das heißt also, der Besitzer hat es gehegt und gepflegt, als wäre es sein eigenes. Das sieht man auch, oder? Genau, das sieht man dem Fahrzeug an. Der hat bei uns einen ganz neuen C-Tourer gekauft, das Fahrzeug. Er wollte auch unbedingt in der 3,5 Tonnen Klasse bleiben. Auch das Fahrzeug hier ist ein 3,5 Tonnen Fahrzeug. Das heißt, er ist mit dem kleinen Führerschein zu fahren. Ausstattungsmäßig ist er auch ein bisschen ausgestattet. Hat einen Fahrradträger dran, hat eine Markise, hat eine vollautomatische Sattelanlage und das Schönste ist, er ist auch gleich 8-fach bereift. Auch die Winterreifen liegen im Kofferraum und sind auf Stahlfelgen montiert. Also kann man sofort quasi wechseln. Ja, der Radträger ist noch da, der muss natürlich noch angepasst werden auf die Fahrräder, die Leute haben. Aber auch hier gilt, wenn man so ein Fahrzeug hat und man will es in Zahlung geben, die Vorteile bei dir sind, du brauchst dich nicht mit irgendwelchen Leuten rumschlagen, stellst das Auto ab. Ihr werdet euch im Regelfall einig, muss man auch fairerweise sagen, denn ich sag mal, das Geben und Nehmen so ein bisschen. Naja, sagen wir mal so, wir zahlen faire Preise. Es muss immer für beide Spaß machen. Geschäft ist immer dann ein Geschäft, wenn beide lachend aus dem Raum gehen. Oder ich bevorzuge lieber zu sagen, wenn ich einen Kunden noch mal ein Jahr später irgendwo auf einem Campingplatz treffe, was ja durchaus passiert, weil ich ja selber auch sehr aktiv mit dem Reisemobil unterwegs bin, dann möchte ich auch noch mit dem eine Wurst essen können oder auch mal ein Bier trinken können. Und nicht denken, boah, der hat mich damals über den Tisch gezogen oder andersrum. Ne? Das muss in beide Richtungen fair sein. Wichtig sind ja, ich sag mal, was ganz Schlimmes, Feuchtigkeitsschäden, wenn ich jetzt irgendwas privat kaufe. Das hier sind Fahrzeuge, die sind mit Holz aufgebaut. Das heißt, das ist nichts Schlimmes. Es muss aber, ich sag mal, passen. Und ihr prüft diese Fahrzeuge wirklich auf Herz und Nieren. Ihr habt so einen, ich sag mal, 100-Punkte-Check, den ihr komplett durchgeht. Genau. Unter anderem die Feuchtigkeit im Fahrzeug. Genau, die Feuchtigkeit vom Fahrzeug wird ganz genau geprüft. Das heißt also, das Auto wird mit einem Feuchtigkeitsmesser an den kritischen Stellen, also Dachluken, Fenster, Heckgarageneinstieg und so Sachen, wird das halt eben dementsprechend abgeprüft, ob da Feuchtigkeit vorhanden ist, messbar ist und dann wird auch darüber ein Protokoll erstellt. Genau, hier sind die Winterreifen, die sind ja fast neu noch, wie man sieht, auf Stahlfelgen montiert. Dann hat da hinten noch so ein schönes kleines Ordnungssystem halt drin. Also das Auto ist jetzt von der Ausstattung her wirklich klasse. Hat noch ein Verzurrsystem hier drin, wo man dann gleich auch einen Motorroller oder was auch immer befestigen kann. Ja, genau. Ist so, der wird gut und gerne jetzt noch bei der Laufleistung die nächsten 20 Jahre laufen.
Muss man auch dazu sagen, darunter ist noch ein alter Fiat Ducato. Ja, sowas kriegt man heute leider nicht mehr. Muss man dazu auch sagen, automatisiertes Schaltgetriebe. Übrigens, ich bin es gefahren. Jeder, der über das automatisierte Schaltgetriebe schimpft, soll erstmal bitte Probe fahren, weil das funktioniert besser als ein Ruf. Ja, das ist tatsächlich so. Natürlich ist die Wandlerautomatik um Tacken noch mal ruhiger, aber man muss mal eins ganz klar sagen, wie wird ein Reisemobil eingesetzt? Im Regelfall fahre ich hier los, fahre bis zur Autobahn und danach fahre ich 300, 400, 500 Kilometer auf der Autobahn, meistens in maximal 2 Gängen und das macht das automatisierte Schaltgetriebe komplett vollständig. Also wenn alles warm ist, Motor ist warm, Getriebe ist warm, schaltet das wirklich super. Was man natürlich machen muss, das automatisierte Schaltgetriebe kann mehr Arbeit abnehmen, aber es kann eben nicht gucken. Es sieht nun mal nicht, wenn ich jetzt irgendwie eine Serpentinenstraße hochfahre, da kommt jetzt eine 90-Grad-Wende oder gar eine 180-Grad-Wende, dann kann es das vorher nicht sehen. Da muss ich halt manuell vorher schon mal einen Gang runterlegen. Nichts anderes mache ich beim ganz normalen Schaltgetriebe auch. Nur hier übernimmt ein Automat für mich die Kupplungsarbeit. Das werden wir gleich mal zeigen. Das Schöne ist 40.000 Kilometer. Das bedeutet, das Auto ist quasi, der Motor ist quasi mal eingefahren. Also das ist kein Witz. Nee. Diese automatisierten Schaltgetriebe sind bei DHL, bei der Deutschen Post AG überall im Einsatz gewesen, wo die Leute nicht ihr eigenes Fahrzeug bewegen, sondern ich will denen jetzt nichts Schlimmes, ich sag mal, vorweisen, aber da hat nicht jeder am jeden Tag das gleiche Auto. Nee, das ist tatsächlich so. Also Freund von mir hat einen großen Speditionsbetrieb und der hat tatsächlich immer ein Auto zu einem Fahrer zugeordnet. Der sagt, früher war es nicht so. Da hat, wenn ein freies Fahrzeug da war und ein Mitarbeiter hatte frei, da wurde halt ein anderer draufgesetzt. Hauptsache das Auto steht nicht rum. Du merkst es sofort, wenn mehrere Fahrer auf einem Fahrzeug unterwegs sind. In der Schadenshistorie, das geht mit Kupplungen insbesondere los, Bremsen, Lager etc. Das ist bei einem Fahrzeug, was von mehreren Leuten benutzt wird, eine ganz andere Geschichte, als wenn es wirklich immer nur von einem gefahren wird. So, und das Fahrzeug wird vor der Übergabe fix und fertig aufbereitet. Wichtig ist, Regenstreifen werden entfernt. Das Auto wird, also egal was man hier noch sieht, man sieht es auf der Kamera nicht, aber was da ist, wird nochmal, ich sag mal, aufbereitet. Hat man hier ein schönes Auto später? Also wir haben jetzt schon, finde ich, ein sehr schönes Fahrzeug. Also der ist auch von uns aufbereitet worden. Du weißt aber selber, das Auto ist jetzt Mitte letzter Woche reingekommen. Wir hatten wahnsinnige Unwetter jetzt hier gehabt. Ich bin froh, dass heute mal nicht regnet. Und, es sind so Kleinigkeiten, die ich jetzt sehe, ja, muss man sagen. Bin ich komplett bei dir. Ja. Hier oben siehst du, das sind so ganz leichte Regenstreifen, die da sind. Also vielleicht fangen wir mal mit den schönen Sachen an. Ja. Er hat eine vollautomatische Sattanlage. Immer noch für den Wärter halt ein mega Ding, weil ganz viele Leute möchten das gerne haben. Es hat eine riesen Markise mit dabei, die ich normalerweise aufrüsten müsste. Du kannst diese Fahrzeuge grundsätzlich mit allem ausstatten, was geht. Du kannst da, ich sag mal, Solar nachrüsten, du kannst da Lithium nachrüsten, du kannst da Lithium so günstig geworden in letzter Zeit. Hast du gesehen? Das ist, ja gut, du kriegst ja im Internet zum Teil Lithiumbatterien angeboten für unter 600, 700 Euro. Das ist überhaupt kein Thema. Also mir würde jetzt hier auf dem Auto noch fehlen tatsächlich eine Solaranlage. Das Dach ist also noch jungfräulich bis auf die Sattanlage. Da geht noch ein bisschen Solar drauf und ein Lithium kann man auch noch da reinmachen. Klar, auf jeden Fall. So, wir gehen mal rein. Der hat noch einen Absauberkühlschrank. Ich erwähne es deswegen, weil neuere immer weniger Absauberkühlschränke haben. Der Vorteil ist so leise, dass Leute, die also sehr empfindlich sind, im Schlaf nicht gestört werden. Ich habe heute wieder meinen Absauber ausgemacht. Ja, du bist ein großer Fan davon, ich auch. Obwohl es Leute gibt, die sagen, Kompressor. Klar hat der nochmal einen anderen Wirkungsgrad, aber in einem Reisemobil finde ich den auch in der Tat mehr störend, wie dass er, ich sag mal, Nutzen bringt, weil er halt eben, du hörst ihn einfach laufen, das ist so. So, Wartung, all das kannst du warten, wenn jetzt einer kommt und sagt, naja, du bist jetzt kein LMC-Fachhändler. Ich sag mal, diese Reisemobile bestehen immer aus den gleichen oder sehr ähnlichen Elementen. Da ist eine Heizung drin, meistens von Truma. Das ist so, ja klar. Also ich sag mal, am Ende des Tages sind ja die meisten Zulieferer in der Reisemobilindustrie sind ja immer wieder die gleichen. Die findet man vom günstigsten Produkt halt bis zum teuersten findet man fast immer die gleichen Kühlschränke drin und Heizungen etc. Von daher ist es eigentlich völlig egal, was da drumherum für ein Wohnmobil gebaut worden ist. Ne? So, wir gehen mal rein. LMC, bekannt für den Werterhalt. Die Leute suchen gerade im Bereich Wohnwagen LMC extremst. Also es ist unglaublich gefragt. Was hat das für einen Grund? Was liegt an diesem Mythos LMC? Also ganz ehrlich, ich sag mal, mein allererstes Reisemobil war damals auch ein LMC, ein 566er. Den habe ich mal als Unfallwagen damals gekauft. Und da war ich irgendwie Anfang 18 oder 19 oder so. Und wie man sieht, das ist eine Marke, die seitdem auf dem Markt ist. Und die haben in der Zwischenzeit sicherlich in Perfektion
gelernt, auch Reisemobile zu bauen. Und wenn man mal tatsächlich im Internet schaut, ist ein LMC in den bekannten Börsen, mobile.de oder so, auch immer extremst preisstabil unterwegs. Ja? Der hat also auch hier, ich sag mal, küchentechnisch hat er einen vernünftigen 3-Flammenkocher drin, wo ich auch vernünftig drei Kessel draufstellen kann. Mit der Zündung und auch einen ganz großen, ich sag mal, eine ganz große Möglichkeit, das Waschbecken auch wirklich zu nutzen. Er hat eine Piezo-Zündung mit drin. Genau. Er steht auf Gas? Der steht auf Gas, ja, ganz genau. So, ich zeige mal gerade hier vorne. Es ist so, man kann alles nachrüsten, gerade für Anfänger, um die 50.000 Euro in LMC zu kriegen, mit Automatik, mit Fahrerhaus-Klimaanlage ist natürlich mit dabei, der Kühlschrank, der große Dometic, der breite übrigens jetzt nicht mehr gibt in der Form. Ja, den so gibt es noch, aber der wird kaum noch verbaut, muss man sagen. Ich hab's immer geliebt. Muss auch fair sagen. Der war ja damals im Morelo drin, im allerersten, den ich hatte im Loft. Und dann kam der schmale Kühlschrank, der bestimmt auch nicht schlecht ist, aber der da hat richtig viel Platz. Also nicht nur Platz hat der, das ist ein AES-Kühlschrank. Das heißt also, wenn ich ihn hier auf Automatik stelle, der sucht sich seine Energiequelle selber. So wie das auch heutzutage, ich sag mal, in neuen und modernen Fahrzeugen halt, ich sag mal, Standard ist. Der hat Schubladentechnik, hat er hier schön mit Besteckkasten drin eingearbeitet. Hier so noch eine Anti-Rutschmatte drin, damit halt nichts durch die Gegend klappert und so. Es ist eine ganz krasse Qualität, wenn du überlegst, dass der jetzt, ich sag mal, im 6. Jahr unterwegs ist. Genau, und auch hier, jetzt hast du gerade gesagt, Fleisch an der Schublade hier mit Soft Close, ja. Also das ist schon, ich sag jetzt mal... Jetzt mal der Hand aufs Herz, war da irgendwas zu flicken eigentlich, als du ihn bekamst? Nee. Oder war der Zustand gut? Nein. Der Zustand von dem Fahrzeug war wirklich gut. Wir haben den halt nur, ich sag mal, von den ganz normalen Gebrauchsspuren, die so ein Auto hat, wenn er ein paar Jahre genutzt worden ist, eine vernünftige Schränkchen hier. Auch die Möbelklappen machen einen seriösen Eindruck halt. Ja, auch vom Klangbild. Ja, das hört sich schön satt an. Das ist eine, ich sag mal, eine entsprechende Qualität, die heute nicht mehr so gebaut wird. Alles muss leichter werden, das ist ein Riesenthema. Ja. Die Fahrzeuge haben immer mehr Abgasreinigungssysteme drin und so weiter. Das ist noch hier eine schwere Qualität, trotzdem 3,5 Tonnen. Das hat LMC gut hinbekommen, oder? Ja, absolut. Und du hast hier auch noch Zuladung an dem Fahrzeug. Das heißt, du bist hier also noch mal gut mit 550, 600 Kilo Zuladung unterwegs. Das finde ich ist schon eine ganze Menge. Ne? Ich finde es auch sehr gefällig, wenn du hier reinkommst mit den cremefarbenen Schränkchen hier drin. Das ist sehr hell, das Fahrzeug wirkt also sehr freundlich und aufgeräumt. Der hat die vollautomatische Sattanlage von Teleco drin, also auch ein Markenhersteller im Reisemobilbereich. Jetzt hier mit dem Kabel, das finde ich jetzt nicht so schön gelöst. Das kann man sicherlich optimieren. Gut, der Vorteil ist, du kannst nach hinten drehen. Genau, das wollte ich gerade sagen. Der ist natürlich so gearbeitet, deswegen ist der Kabel natürlich auch dementsprechend lang, aber würde ich mit dem Spiralkabel arbeiten, den kannst du halt umklappen und kannst dann hinten vom Bettbereich ausgucken. Bei einem Auto in der Größenordnung macht das sicherlich Sinn, da muss man nicht noch einen zweiten Fernseher ins Schlafzimmer hängen. Ich würde da genauso vorgehen an der Stelle. Also das ist echt ein Schätzchen. Das ist fast schon Werbung für LMC, wenn ich ehrlich bin. Ja. Also nach so vielen Jahren steht der da wie geleckt. Was ich toll finde bei dem Auto ist das große Raumgefühl. Das heißt, wenn du hinten liegst, du schaust vielleicht einen Film hinten am Tablet, vorne ist noch einer, du bist nicht entkoppelt bei dem Auto, weil es komplett offen ist, wie so ein Riesenliner. Ja, also es ist ja von der Sache her, ich sag mal mit 6,80 Meter aufgerundet, ist der ja mal gerade 40 Zentimeter größer, wie beispielsweise unser Malibu 640, also ein Kastenwagen halt. Und ich habe aber hier jetzt ein richtiges Reisemobil. Ja. Ich habe so längs Einzelbetten im Fahrzeug drin. Ich habe eine große geräumige Dusche drin. Ich habe noch eine vernünftige Zuladung und, was ich für sehr wichtig halte, ich habe eine Heckgarage, wo ich 2 Fahrräder reinstellen kann. Und muss die nicht unbedingt nach draußen hängen, obwohl der einen Fahrradträger hinten dran hat. Ne? Den Tisch habe ich jetzt gerade hier mal ausgeklappt. Also du sitzt jetzt ja da auf dem Beifahrersitz. Da könnte man jetzt wirklich sehr schön auch noch, kannst du da mit frühstücken. Hier kann jemand sitzen. Gut, der sitzt dann so ein bisschen eingebaut, aber nichtsdestotrotz hat man hier die Möglichkeit tatsächlich mit 3, auch 4 Leuten drin zu frühstücken. Also was mir direkt auffällt, ist, dass das Cockpit nicht speckig ist. Das Lenkrad ist quasi, ich meine, man sieht ja an ganz vielen Sachen, ob das Fahrzeug benutzt wurde, roh und so weiter. Guck dir mal den Schaltgriff an. Ja, und guck dir mal die Pedalerie an beispielsweise, das Bremspedal, ja. Das ist also noch, da siehst du noch genau die Rillen drauf und so. Da hat also auch jetzt einer, du siehst, das Auto ist im Langstreckenverkehr genutzt worden. Wenn ein Auto mit 40.000 Kilometer viel Kurzstrecke gefahren ist, Stadtverkehr, dann sind die Kanten am Bremspedal, die sind blank, ja. So, ich zeig mal gerade. Das ist das automatisierte Schaltgetriebe. Das hat einen riesen Vorteil, ist natürlich der Verschleiß ist ähnlich wie beim
Wandlerautomatikgetriebe. Das heißt, wenn er mal eingekuppelt hat, gibt es keinen Verschleiß mehr. Deswegen sind natürlich die Anhängelasten hier bei dem Getriebe unglaublich. Das heißt, wer also jetzt Probleme hat, irgendwas ziehen zu können, das hast du beim automatisierten Schaltgetriebe gar nicht. Denn der hat die Anhängelasten wie beim ganz normalen Getriebe, was mit drin ist. Was auch toll ist, viele kleine Details, wie hier dieses Schuhanziehbänkchen mit integriertem Schrank. Ich wollte gerade sagen, da ist nochmal ein Schränkchen dahinter. Das haben die also wirklich so clever eingearbeitet. Ich habe tatsächlich jetzt gerade, als ich den Pushlock gesehen habe, gesehen, dass da nochmal ein Schrank dahinter ist. Also das haben die wirklich fein gemacht. Klar, da kriegst du jetzt nicht die Riesensachen rein, aber ein paar Schuhe oder anderes nützliche Zeugs, was man halt eben, wenn man reinkommt, ablegen möchte, damit es nicht so im Auto rumfliegt, kann man da vernünftig ablegen. Ja, ja, wichtig ist, er hat ein Zenec Navi mit drin, mit Rückfahrkamera. Ja. Ganz wichtig. Dann ich sag mal, wir sitzen hier in einem der meistverkauftesten Reisemobil-Triebwagenköpfe überhaupt. Wenn du dich mal kurz hinsetzt hier auf den Sitz, Magat, du bist ein großer Mann. Ja, sagt man so, ja. 1,83 Meter, was bist du? Ich bin 1,82. 1,82. Genau, also die Messung ist 5 Jahre her. Man sagt mal, man schrumpft ja mit dem Alter, sollte aber so in etwa noch hinkommen. So, und dich mal gerade drehst, mal bitte zum Sitz hin. Schlüssel hast du dabei? Nee, Schlüssel habe ich jetzt tatsächlich nicht dabei. Ist nicht schlimm. So, das wäre die Fahrerposition. Ja, noch nicht ganz so. Jetzt sitzt so. Das ist auch die Drehkonsolen, das EBL, also der Powerblock, der hier drin ist. Das ist alles auf Langfristigkeit gemacht. Das sind noch die Originalverschlüsse, nehme ich an, ne? Das sind noch die Originalverschlüsse drin. Der hat doch hier das Remis halt drin, was wir bei Carthago und Malibu auch dementsprechend verbauen. Das ist also hochqualitativ und isoliert auch ideal. Das ist also jetzt hier, da muss man nicht irgendwie jetzt anfangen, mit irgendwelchen Gardinchen jetzt die Fenster zuzuknüpfen. Das auch hier für die Frontscheibe hat er das drin. Das haben ja nicht alle Reisemobile heutzutage. Also das ist für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, der Mindestanspruch, den ich an ein teilintegriertes Reisemobil setze, dass ich hier Verdunklungsrollos eingebaut habe und nicht damit irgendwelchen Faltgeschichten oder Gardinen darum hantiere. Trotzdem hast du für den Winterbetrieb noch die Möglichkeit, das Ganze abzutrennen. Das ist hier oben drüber. Da kann man sehen, da ist noch ein Vorhang mit dabei, dass die Strahlungskälte gerade im Winter nicht reinkommt. Denn das Einzige, wofür die Aufbauhersteller ja nichts können, das ist das Fahrerhaus. Das darf nämlich nicht doppelt verglast sein, aus Sicherheitsgründen. Aus Sicherheitsgründen, genau. Das ist immer, ich sag mal, es gibt ja viele Leute, die sagen, ich will einen teilintegrierten haben, weil es irgendwie flotter und ich mag die 2 Türen vorne haben, etc. Es gibt viele Pluspunkte, die für einen teilintegrierten sprechen. Ja, auch Reparaturfreundlichkeit oder wenn mal eine Frontscheibe im Urlaub kaputt geht, die kostet ein paar 100 €. Die ist beim vollintegrierten dann gleich, geht in die Tausende hinein. Aber ein Nachteil, den hat jeder teilintegrierte, den kann man auch nicht wegdiskutieren. Es ist und bleibt hier vorne, bleibt es ein ganz normaler Kastenwagen. Also eigentlich ein Transporter, Fiat, Citroën oder Peugeot oder Mercedes, völlig egal. Und der ist und kann auch nicht so isoliert werden wie ein vollintegriertes Fahrzeug, wo eben die Aufbauwände bis nach vorne an die Maske komplett durchgezogen werden und zum Teil auch noch mit dem doppelten Boden dann vorne gearbeitet sind. Das ist hier eine ganz andere Geschichte. Ja? Die Türen, die Türblätter, die werden definitiv kalt, das ist so. Und das ist dann auch, und die Scheiben, das ist dann auch einer der Gründe, wofür halt die teilintegrierten Leute dann eben, also nicht die Leute, sondern die Reisemobile, dann eben im Winter gerne ihre Winterisoliermatten drauf machen. Das macht dann auch das Sinn, ja. Das sind die Druckknöpfe, die kann man sehen. Genau. Also das ist schon mit dabei. Er hat USB nachgerüstet, das finde ich zum Beispiel klasse. Ja, wenn du jetzt, genau, Dreier direkt mit dabei, weil das ist die optimale Situation. Wenn du eine Dashcam montieren möchtest, dann ist das sehr einfach, hier das Kabel einfach durchzuführen. Würde ich auch dringend empfehlen. Automatische Klimaregelung war auch nicht Serie. Dann Multifunktionslenkrad. Auch aufpreispflichtig. Dann hat er Tempomat mit drin. Automatisierte Schaltgetriebe haben wir schon drüber gesprochen. Die Scenic Navi haben wir auch drüber gesprochen. Also schön ausgestattet. Also absolut, ja. So, dann wichtig ist ja der Sanitärbereich, dass man da sich auch umdrehen kann. Wir haben ja zufälligerweise ein Model dabei mit einer lichten Höhe von 1,82 Meter. Und schlanken 108 Kilo. Und roten Schuhen. Und roten Schuhen, selbstverständlich. Genau, und wenn du jetzt hier die Nasszelle siehst, jetzt leider hält die Türe nicht, weil der steht vorne ein bisschen abschüssig. Die Nasszelle ist wirklich sehr geräumig, ja. Du hast hier eine vernünftige Kassettentoilette drin verbaut und auch im Badbereich hast du wirklich die Möglichkeit, ich gehe mal gerade rein. Warte, ich halte mal fest, ja, ich habe sie. Hier hast du wirklich schon mal die Möglichkeit, ich sag mal Handtücher, Waschlappen oder was man halt alles, oder Toilettenrollen halt dementsprechend reinzutun. Hier sind nochmal
überall vernünftige. Er riecht sauber. Was ihr nicht sehen könnt, ist, wie er riecht hier drin im Bad. Aber wir riechen für euch. Ja, es ist wirklich so. Also wirklich mal vorbeikommen. Ganz oft hast du, auch wenn du reinkommst, du hast Licht. Du hast keinen typischen, also was schon mal gar nicht drin sind, was ich nicht rieche, sind Tiere oder Rauch. Rauch riechst du gar nicht. Nein. Also hier, ich rieche keinen Zigarettenrauch. Ich rieche auch jetzt nicht irgendwie Hund, Katze, Maus oder so. Also der riecht neutral. Ich will mal gerade zeigen, wie schnell das hier geht, auch mit der Duschkabine. Weil das ist jetzt hier zwar auch so eine Fallkonstruktion, wie auch meistens halt. So. Und dann kann es auch schon fast losgehen. Also ich wäre jetzt duschfertig drin. Warte, ich zeig mal da oben drüber. Warte. Hallo Andreas, wenn du mal kurz hier oben drauf Also schaust. ich könnte jetzt duschen, wenn denn Wasser drin wäre. Ja. Und du mir die Seife reichst. Genau. So, das Ganze bei einem großen, starken Mann, so muss man sagen. Naja, groß und füllig, ja. Stark, habe ich gesagt. War einmal. Ich bin mittlerweile auch 53. Da merkst du schon, wie der Körper so ein bisschen nachlässt an der einen oder anderen Stelle. Ja, des Deutschen liebstes Bett ist das Doppellängsbett, Ja, genau. was du aber auch zur Liegewiese ausfahren kannst. Das können wir gleich mal zeigen. Dann 2 Kleiderschränke mit drin. Genau, 2 Kleiderschränke drin. Ich gucke jetzt hier mal gerade für euch rein. Hier ist also auch eine Kleiderstange dementsprechend drin. Und du kannst das auch, ja, das habe ich gesucht, genau. Ja, das Man kann genial. das auch dementsprechend hochstellen, so wie wir das bei Carthago auch bei den Längs-Einzelbettmodellen haben, sodass man auch von oben auch besser reingucken kann. Und es fällt natürlich dann mehr Licht in den Schrank rein. Ja, du kannst also von oben die Hemden, T-Shirts, Jacken und so weiter einfach rausnehmen. Genau. Das Ganze mit einem Gasdruckdämpfer mit drin, das heißt, der knallt hier nicht sofort runter. Guck mal hier schön, das ist LMC. Wenn du guckst hier, das Lattenrost, das ist ordentliches Holz, weißt du, nicht so zusammengeschustert. Nee, das ist vernünftig verarbeitet. Das sieht wirklich gut aus, ja. Absolut. Du kannst übrigens auch diese Längs-Einzelbetten, warte mal, ich Ja. erstmal wieder runter. Du kannst übrigens auch, Schrank zu, du kannst die Längs-Einzelbetten auch hier dementsprechend verlängern. Du hast hier nochmal einen Auszug. Da vorne liegt nochmal so ein kleines Einlegekeilchen. Das kann man jetzt hier in die Mitte hineinlegen und dann hat man schon eine relativ große Spielwiese, sage ich jetzt mal so. Liegewiese, vielleicht können wir uns darauf einigen. Liegewiese? Okay, Ja, ich weil das dachte- Wort Spielwiese wird doch von sehr vielen Menschen assoziiert mit Okay, dann ist es eine Liegefläche. Spielen. Eine spielende Liegefläche. So, Genau. hier noch Platz. Oh ja, da sind nochmal Isoliermatten drin, schau. Das habe ich gar nicht gewusst, okay. Und Decken und Kissen, die sehen so aus, als wären sie noch gar nicht in Betrieb gewesen. Nee, die scheinen für mich noch komplett original verpackt zu sein, ja. So, dann kannst du dich vereinzeln. Das ist sehr schön, wo Leute immer sagen hier in deinem Videos, ich habe ein neues Wort gehört, das heißt vereinzeln. Er ist übrigens nicht auf der Matratze drauf. Nee, deswegen habe ich habe oben noch viel Platz. Ne? Das ist gut, dass du das gezeigt hast. Ich habe also oben noch bestimmt, ja, also mehr wie 2, fast 3 nochmal Platz. Also hier kann man wirklich vernünftig liegen halt. Hier gibt es auch nochmal Lichtschalter, sehe ich gerade. Von hier aus kann ich das Licht ein- und ausschalten nochmal. Genau, nach vorne das auch noch. Ja, also du hast hier quasi die komplette Kontrolle im Liegen. Ja, das gefällt mir. Ja, Gut, das Schätzchen ist am 27. Juni 2022 zu haben. Es wird ausgeliefert mit einem Jahr Gewährleistung. Was heißt das konkret? Ja, ganz genau. Also die Fahrzeuge haben ein Jahr Gewährleistung. Nicht, nee, anders. Also es wird ausgeliefert mit einem Jahr Garantie. Garantie? Ja, genau. Das ist nämlich ein Unterschied. Deswegen war gerade der Hänger in meiner Sprache. Weil der Gesetzgeber sagt ja, du kannst bei einer gebrauchten Ware, kannst du die Gewährleistung, die gesetzliche, auf ein Jahr reduzieren. Gewährleistung bedeutet aber, dass eben nach 6 Monaten und einem Tag die Beweisumkehrpflicht rein trifft. Und wenn dann etwas kaputt geht, dann fängt vielleicht die Diskutiererei ein. Das machen wir nicht, da haben wir gar keine Lust drauf. Wir geben auf jedes Jahr ein Jahr Garantie. Das heißt, das ist so eine Gebrauchtwagenversicherung, die schließen wir für den Kunden ab. Und wenn dann etwas am Fahrzeug kaputt geht innerhalb dieses Jahres, und das kann dann sein der Kühlschrank, die Heizung, kann die Wasserpumpe vom Motor sein oder die Lichtmaschine oder so, das ist da alles mit drin. Das heißt, ich habe ein Jahr lang Zeit, das auf Herz und Nieren zu prüfen. Ganz genau, ganz genau. Und das ist eine Garantie, das muss nicht bei uns ausgeführt werden. Das kann bei, ich sag mal, fast jedem Fiat- oder LMC-Händler gemacht
gemacht werden und die Abrechnung erfolgt dann direkt mit unserer Garantiegesellschaft. Die ist auch bekannt am Markt, das ist jetzt nichts, was wir erfunden haben. So, ich zeige das mal. Das ist auch wichtig, weil du selbst kannst ja diese Schäden gar nicht übernehmen, also in der Häufigkeit, bitte. Ich wollte mal gerade vorgehen, weil ich sehe den Teppich und da sehe ich so eine halbe Klappe. Ja, und sollen wir da mal reingucken? Für unsere Zuschauer mal einfach jetzt den Teppich hier hochheben. Warte mal, ich zeige mal ganz kurz, wo wir gerade dabei sind. Hier vorne das LMC, das Multifunktionselement, wo man die Wasserstände sieht und die Batterie. Genau, du hast da quasi im Grunde genommen das Kontrollpanel, wo du die Füllstände für Batterie, Flüssigkeiten etc. abrufen kannst. Und hier ist dann ganz normal, wie quasi aus jedem Reisemobil, die Steuerung für die Truma-Heizung halt dementsprechend, wo du dann halt Innenraumtemperatur, Wasser etc. alles beheizen kannst. Natürlich auch mit Nachtabsenkung und all die Sachen. Das sind die berühmten Truma-Features. Ich habe jetzt mal den Teppich hier im Küchenbereich weggetan. Man sieht also auch hier im Fußboden sind keine Beschädigung von runtergefallenen Messer, Gabeln oder Töpfen oder so. Hier ist nochmal eine Revisionsklappe. Ach, der Tank ist innen. Der Tank ist innen, ja genau. Also von daher auch dementsprechend die Wintertauglichkeit gewährleistet. Dann hier dementsprechend eine Revisionsklappe halt verbaut, sodass ich den Frischwassertank reinigen kann. Und schauen wir mal gerade hier, was sich nur unter dem Podest verbirgt. Ist der dabei, der Teppich eigentlich? Der Teppich ist dabei, weil ich sag mal, der sieht wirklich neuwertig aus. Ich würde den auch drin lassen, wenn ich jetzt das Auto kaufen würde. Der ist vernünftig zugeschnitten, da wo er liegt, macht er Sinn. So muss man einfach sagen. So, komm, wir gehen mal raus. Also Gerne. das steht der Teppich schon noch gerade. Komm, ich gehe mit. ist ein Beispiel für ein Fahrzeug, was wir so oder so ähnlich auch gerne ankaufen würden. Das ist jetzt zum Verkauf, aber ich sag mal, wenn jemand sagt, hier, ich habe das Ding zu Hause stehen, ich brauche Geld, könnte ja passieren, also irgendwie, oder ich habe da vielleicht kein Interesse mehr an dem Hobby oder es steht sowieso schon die ganze Zeit rum, es wird dadurch auch nicht besser. Am besten anrufen, Aldenhofen, oder? Genau, die Gründe, warum einer ein Fahrzeug verkauft, die interessieren eigentlich gar nicht, da hat ja jeder seine Beweggründe halt, aber wenn einer jetzt sagt, ich möchte mein Reisemobil aus irgendwelchen Gründen auch immer, möchte es abgeben und es soll wirklich schnell und unkompliziert gehen, dann kann er das gerne bei uns machen. Wie gesagt, wir sind da gerade dabei, eine neue Seite aufzubauen. Die Seite wird der Hammer, das kann ich jetzt schon verraten. Also nicht nur vom Layout, sondern auch vom logischen Aufbau her. Unter billigerwohnmobilekaufen.de. Wie gesagt, die Seite ist noch nicht freigeschaltet. Im Moment würde ich das bei uns ganz normal über die Webseite machen. Wir kaufen reisemobile.de. Kann sich aber nur noch um wenige Tage, Wochen handeln. Unsere Sandras werden sich darum kümmern, dass es in Kürze geht. Da hast du auch die meisten Argumente schon mal reingestellt. Ja. Wenn jemand so ein Reisemobil abkauft, gibt es ganz unschöne Szenen, die die Leute berichtet haben, dass jemand zum Beispiel mal vorbeikommt. Alles war schon abgeklärt anhand der Fotos und dann wird gefeilscht. Ja. Das heißt, also da ist noch was kaputt, hier ist noch was kaputt. Wie läuft das bei dir? Ja, also das passiert bei uns nicht. Beispielsweise den Empire, den wir uns später beispielsweise anschauen, der ist auch über diese Geschichte halt gekommen und der Kunde war also völlig überrascht, weil er kommt auch von weiter her gefahren. Der ist fast 400 Kilometer hier angefahren, dass es jetzt hier kein Nachkarten gibt. Das Auto gucken wir uns gleich an. Der ist von 2018 und ohne Witz, ich habe noch nie einen Gebrauchtwagen gesehen, der in einem Neuzustand sich befindet und das Auto ist wirklich wie neu. Der hat keine Gebrauchsspuren, da sind keine Katschen drin, der war vom Pflegezustand. Also da muss ich ganz ehrlich sein, den haben wir noch nicht einmal aufbereiten müssen, den haben wir so wie er war dahingestellt und dann gibt es auch nichts zu diskutieren. Und ich sag mal, ich finde es gut, wenn die Kunden uns die Fahrzeuge anbieten, dass sie wirklich mit uns ins Detail des Fahrzeugs hineingehen, weil wir haben auch keine Lust auf die Diskutiererei, wenn der Kunde dann hier ist. Ist aber auch tatsächlich bis jetzt noch nicht vorgekommen. Wir haben wirklich ehrliche und faire Gebrauchtwagen über diese Schiene angekauft. Gerade heute Morgen war in den Nachrichten gewesen, dass wohl jetzt am Wochenende tatsächlich hier in den Niederlanden über die Grenze hin jemand sein Wohnmobil hat verkaufen wollen. Und das kann man also nachlesen. Ich glaube, bei Maastricht ist es passiert. Hat verkaufen wollen und da ist ein Interessent gekommen, hat sich ins Wohnmobil hineingesetzt und ist dann mit dem Fahrzeug nicht mehr wiedergekommen. Hat also eine Probefahrt gemacht und ist aber nicht mehr zurückgekommen. Die Polizei hat ihn dann später stoppen können. Bei der Verfolgungsjagd ist kein Witz, das war heute Morgen, hat er das Fahrzeug dann in der Maas versenkt und da hat die Polizei ihn dann rausgeholt, weil er dann um Hilfe geschrien hat und der muss wohl leicht verletzt jetzt gerade im Krankenhaus liegen. War gerade heute
Morgen in den Nachrichten. Großes Problem ist die Unterschlagung. Das ist das große Problem. Das gibt es hier alles nicht. Das gibt es vielleicht auch, aber ich sag mal, das ist ja nicht das Problem des Verkäufers. Ja, das Ganze www.billigerwohnmobilekaufen.de. Ja, da aber bitte noch ein bisschen warten. Ich schätze, wir brauchen noch eine Woche. Meine Sandra hat jetzt Ansonsten Urlaub. geht einfach auf das Karthago Center. Ja, genau. Also karthago-center.de, das ist unsere alte eingebrannte Seite. Die kennt jeder fast auswendig mittlerweile. Und wenn einer ein Fahrzeug anbieten will, kann er das darüber machen oder über wirkaufenihreisemobil.de. Aber wir werden das komplett auf eigene Füße stellen mit billiger Wohnmobile kaufen. Kommt also ruhig anrufen, Altenhofen, die Rufnummer hier. 02464 90 99 411 oder halt unter www.karthago-center.de oder auf Facebook unter Marin-Caravaning. So, du hast auch einen Service, ziemlich cool. Du holst Reisemobile ab für kleines Geld, muss man sagen. Wenn man sieht, allein wie viele Stunden dafür draufgehen, wenn die Mitarbeiter kommen, deine eigenen Mitarbeiter, Ja. ich sag mal auch 2 Leute, der eine hat das Auto noch mit dabei, holt die Autos ab, kümmert sich drum. Genau. Der Gefahrenübergang ist ab der Abholung, muss man auch sagen. Wenn dann irgendwas passiert, ist es nicht mehr das Problem vom Kunden. Das ist auch wichtig. Wenn Sie hier stehen, sind Sie versichert. Und ja, vielen Dank fürs Einschalten. Hier steht da Sportline LMC. Das ist der Preis, 52.900 € mit einem Jahr Garantie noch mit dabei. Und 150 PS, also nicht so ganz schwachbrüstig unterwegs. Tschüss, Andreas. In diesem Sinne. Ciao, ciao. Ciao, ciao.